Das Internet ist eine coole Sache. Aber mit ein paar Klicks kann man Kinder und Jugendliche euch ziemlich einfach auf Inhalte, die nicht für sie gedacht sind und die ihnen Angst machen oder sie nicht verstehen. In diesem Video schauen wir zusammen an, was es für ungeeignete Inhalte im Netz gibt, wie du dein Kind optimal schützen kannst und was du machen kannst, falls es mal etwas gesehen hat, was vielleicht nicht hätte sollen. Welche Arten von ungeeigneten Inhalten gibt es überhaupt? Es gibt verschiedene Sachen in der Medienwelt, die für die Augen von Kindern nicht geeignet sind. Das hier sind die wichtigsten. Gewalt und Pornografie, das sind die Klassiker unter den ungeeigneten Inhalten. Und auch die einzigen, die gesetzlich gefasst sind. Unter 16-Jährige dürfen nach Strafgesetzbuch die Inhalte nicht sehen und wir Erwachsene dürfen sie auch nicht zugänglich machen. Social-Media-Inhalte bieten ein grosses Angebot an Unterhaltung und Informationen. Darunter gibt es aber auch Inhalte, die ich persönlich nicht will, dass das meine Kinder sehen. Cybermobbing-Angriffe, Hate Speech in den Kommentaren. Solches kann unsere Kinder direkt betreffen und emotional euch stark belasten. Fear of Missing Out ist auch so ein Phänomen, was es den Kindern schwer macht, das Nattel einmal wegzulegen. Und auf den sozialen Medien gibt es leider aber auch Figuren, die ganz schön fragwürdige Werte vertreten. Wenn es um Schönheit geht, um einfach nur gefährliche Mutproben oder wenn Gewalt als Lesung für Konflikte empfohlen wird. Bei Fake News geht es darum, dass es Inhalte gibt, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Also falsche Informationen. Die verbreiten sich auf den sozialen Medien rasant, weil je krasser solche Meldungen sind, desto williger die wir alle solche Postings teilen. Und wir überlegen uns nicht, was wir da eventuell an Loginen weiterverteilen. Kinder, die das lesen, bekommen mitunter ein verzerrtes Bild von der Realität. Versteckte Werbung ist eine weitere Kategorie. Das kommt gerade bei Influencern sehr regelmäßig vor. Besonders kleine Kinder nehmen Werbung gar nicht als solche wahr und nicht selten werden genau solche Produkte beworben, die auf Kinder abzielen. So wird aus Neugier und Entdeckerfreude mehr und mehr ein Kaufwunsch. Wie gehen wir damit um? Es gibt verschiedene Ansätze, wie wir als Eltern vorgehen können. Wie können technische Hilfsmittel helfen? Eine einfache Möglichkeit ist, Inhaltsfilter zu brauchen. So kannst du bestimmen, welche Apps und Webseiten dein Kind nutzen darf. Besonders, wenn es noch jünger ist, kann das Blockieren von ungeeigneten Inhalten eine gute Idee sein. Wir bei Swisscom haben mit Blue Security und der MySecurity App genau so eine Lösung, die noch mehr Funktionen bietet. Wie zum Beispiel Zeitlimiten pro App und Ruhezeiten. Wenn dich das genauer interessiert, findest du mehr Infos in einem separaten Video. Der Link ist in der Beschreibung. Aber technische Hilfsmittel können Medienkompetenz nicht ersetzen. Je älter dein Kind wird, desto weniger nutzen so Tools. Darum ist es wichtig, dass du schon vorher eine gute Vertrauensbasis mit deinem Kind aufbaust. Und wie unterstütze ich jetzt mein Kind im Alltag? Der erste Schritt zur Prävention ist einfach. Interessieren wir uns für das, was unsere Kinder in den sozialen Medien machen. Wenn die Eltern zum Beispiel bei den ersten Schritten im Netz daneben sitzen, können sie ganz direkt auf die Probleminhalte reagieren und sie in einen richtigen Kontext setzen. Aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht immer leistbar. Da hilft ein Mediennutzungsvertrag. Das ist eine weitere wirksame Methode für gemeinsame Regeln, nicht nur bezüglich der Medienzeit, sondern auch bezüglich der Inhalte, verbindlich und schriftlich festzuhalten. Mit einer solchen Abmachung kannst du ziemlich viele Konflikte in der Zukunft vermeiden und du zeigst deinem Kind, dass es du ernst nimmst und auf seine Bedürfnisse eingehst. Wir haben einen solchen Vertrag vorbereitet für dich. Du findest den Link in der Beschreibung. Und zuletzt, sag deinem Kind und gescheiter einmal mehr als einmal zu wenig, dass es immer und jederzeit auf dich zukommen kann, wenn es etwas im Netz sieht, was man Angst macht oder was nicht versteht oder nicht einordnen kann. So bekommst du mit, was dein Kind im Netz macht. Und dann entwickelt sich eine Dialogplattform. Und auf dieser Plattform können auch in Zukunft die heiklen Themen besprochen werden. Wie unterstütze ich mein Kind, wenn es passiert? Egal wie viele Vorkehrungen wir treffen. Wer im Internet unterwegs ist, stößt irgendwann auf nicht altersgerechte Inhalte. Hier ein paar Tipps, was du als Mutter oder Vater machen kannst. Bei Hate-Kommentaren und Cybermobbing ist es wichtig, dass dein Kind versteht, dass so ein Umgang auch im Netz nicht okay ist. Red mit ihm darüber und erklär, wie man mit Hate Speech und Mobbing umgehen soll. Wir haben zu diesem Thema einen digitalen Ratgeber. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Bei Gewalt und verstörenden Inhalt kann es helfen, ein offenes Gespräch zu führen.
Falls dein Kind verbotenerweise etwas anschaut, nutzt gerade die Gelegenheit, um zu erklären, warum die Inhalte nicht für Kinder geeignet sind. Ganz wichtig, wenn Kinder und Jugendliche unter 16 Inhalte wie Pornografie oder Gewalt mit anderen teilen, machen sie sich nach Strafgesetzbuch Artikel 197 strafbar. Aufdecken von Fake News kann ein richtiges Detektivspiel sein. Sucht zusammen nach Falschinformationen und findet heraus, was wirklich stimmt. Zeigt dem Kind, was besonders wichtig ist, News kritisch zu hinterfragen. Auf unserem digitalen Ratgeber zu Fake News zeigen wir dir, wie das geht. Der Link ist wie immer unter der Beschreibung. Klär dein Kind darüber auf, dass Werbung oft auch in Unterhaltung versteckt ist und dass mehr Konsum nicht unbedingt glücklicher macht. Als Alternative gibt es zum Beispiel online oder im Fernsehen Formate, die sowohl lehrreich wie unterhaltend sind. Wir hoffen, dass wir dir einen Überblick über die verschiedenen Arten von ungeeigneten Inhalten geben können und wie du dein Kind davor schützen kannst. Und noch ein letzter Tipp. Setz dich selber nicht zu gross unter Druck. Wir waren ja noch nie älter und ist alle passieren Fehler. Wichtig ist, dass wir dranbleiben. Weil auch so kannst du deinen Kindern zeigen, wie sie sich in der digitalen Welt sicher bewegen können. Wir wünschen dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.